Herzlich willkommen, mein Name ist Florian Stettler und ich darf euch und Sie ganz herzlich begrüßen hier in unserem Livestream von Vigram und Pix4D aus dem Livestreaming-Studio, wo wir heute nichts weniger tun, als eine Weltneuheit Made in Baden-Württemberg zu präsentieren. Und diese Weltneuheit trägt den Namen VDOC. VDOC has landed, VDOC ist da, VDOC wird heute gelauncht und wir freuen uns sehr, dass wir dabei sind. Und um diese Neuerung auch entsprechend zu präsentieren, habe ich mir 3 Experten eingeladen. Doch erst einmal, was ist VDOC überhaupt? Es ist eine Anwendung, die es möglich macht, dass erstmals in der Geschichte der Bauwirtschaft, kann man sagen, das Smartphone, ein handelsübliches Smartphone, ein handelsübliches Tablet, dazu ermöglicht, professionelles Tool zu sein beim Vermessen und Dokumentieren mit einem breiten Einsatzgebiet auf Baustellen, im Bestand, beim Dokumentieren, Vermessen, Abstecken und Modellieren. Und um die Möglichkeiten und Features von dieser Anwendung, von dieser Hardware- und Softwarekombination hier auch in seiner ganzen Breite zu präsentieren, habe ich mir 3 echte Experten eingeladen. Sie sind deswegen Experten, weil sie die Macher hinter VDOC sind. Und ich begrüße ganz herzlich jetzt hier, jeden Einzelnen natürlich, zuerst den Gründer und CEO von Vigram, Sidon Futterknecht. Hallo Er zusammen. ist Tech-Entrepreneur, schon erfahren und mit diesem Startup jetzt am Start. Dann sein Partner in Crime, Nikolai Nolle, ebenfalls Founder von Vigram. Hallo, ja, danke. Und als Dritter ist bei uns aus der Schweiz angereist Christoph Strecher. Er ist CEO von Pix4D, über die wir nachher noch hören werden. Herzlich willkommen, ihr alle 3. Ich freue mich sehr, Schön, dass hier ihr zu da sein. seid. Dankeschön. Ja, um was geht es eigentlich? Was ist der große Rahmen? Der große Rahmen ist ein Buzzword vom Feinsten, nämlich Digitalisierung. Digitalisierung ist überall wichtig. Alle sagen, das muss her und alle sagen, es ist noch nicht so richtig da. Aber Digitalisierung ist tatsächlich auch eine Sache, die in der Baubranche, über die wir heute vornehmlich reden wollen, unheimlich wichtig ist und wichtiger wird, wo es aber durchaus noch Nachholbedarf gibt. Und wir wollen heute einen Blick auf Deutschland werfen, aber auch mit Christoph Strecher vor allem, der da international tätig ist, auf den ganzen Planeten, auf unsere ganze Welt, was sich dort in der Bauwirtschaft tut. Ja, und ein Wort, auf das man da immer trifft, und das wollen wir auch gleich mal ansprechen, ein Wort ist übertrieben, es ist eine Abkürzung, ein Kürzel BIM oder BIM genannt in der Branche, ist Building Information Modeling, BIM. Christoph, schön, dass du da bist und uns jetzt vielleicht ein bisschen ein Big Picture geben wirst auf die Baubranche, auf die Digitalisierung der Baubranche und auch vielleicht zur Einleitung, was ihr eigentlich von Pix4D macht. Laienhaft habe ich es mir so erklären lassen, aber es steht auch so auf der Webseite, weil es, glaube ich, griffiger ist als der Fachbegriff, den ich kaum auszusprechen wage, Fotogrammetrie, Grammetrie, das heißt schon schiefgegangen, messen mit Hilfe von Bildern. Ja. Erklär doch mal, was ihr tut. Also Pix4D ist 10 Jahre alt. Wir haben angefangen mit einer Software zu entwickeln, die sozusagen aus Bildern 3D-Modelle entwickelt, die genau genug sind, um Zentimeter genau auch zu messen. Da sind wir bekannt dafür. Die Daten, die da genommen werden, kommen typischerweise von Drohnen, aber auch von Handys, haben wir schon gemerkt. Aber hauptsächlich von Drohnen. Und ja, jetzt sind wir eigentlich auch in der Transition. Wir sehen auch, was Leute damit machen. Unsere Software ist weltweit sehr viel verwendet. Und im Baustellenbereich sehen wir auch sehr viel Interesse. Haben da sozusagen auch andere Hardware entwickelt, eine Kamera, die man an den Kran schrauben kann und die Bilder nimmt und die dann von uns automatisch ausgewertet werden. Und ja, Stichwort BIM, ja, das ist sozusagen eine Sache, die in manchen Ländern schon sozusagen mehr vorangetrieben ist als in Deutschland, Singapur, England, auch hier in Europa, aber die auch in Deutschland kommt und die natürlich Riesenvorteile bietet für Optimierung von Gebäuden, für die Dokumentation, um sozusagen den ganzen Workflow während des Lebens eines Gebäudes besser zu handhaben. Und die Frage ist, wie kann man sozusagen die Pläne, die der Architekt gemacht hat, die dann manchmal ein bisschen anders umgesetzt werden, wie kann man die sozusagen in dieses Modell wieder reinbringen? Und ja, deswegen bin ich hier, deswegen hatte ich wirklich starkes Interesse, auch mit den Leuten von Vigram zusammenzuarbeiten, weil ich sehe, dass Smartphones mit diesem RTK da eine Riesenmöglichkeit bieten, um das
wirklich skalierbar, weltweit, einfach für jeden Bauarbeiter eigentlich ja, Ja. zu haben. Ne? Ja, also danke erstmal für diese große Einordnung erstmal, in welchem Bereich wir uns hier bewegen. Also ihr macht ja auch solche Software-Anwendungen für die Landwirtschaft, für Kartierung und solche Dinge. Aber heute geht es speziell um einen Bereich, der euch auch sicher sehr interessiert. Bisher mit Drohnen und Krankamera aufgenommen, also auf dem Bau. Und da wollen wir jetzt mal gleich weiterfragen, weitergeben das Wort an den Praktiker Nikolai Nolle. Du bist Geschäftsführer im Ingenieurbüro, also du bist auch dementsprechend ganz nah dran, auch oft auf der Baustelle. Und erzähl mir doch mal, warum ist das so wichtig? Warum spielt BIM jetzt gerade so eine entscheidende Rolle? Was tut sich da gerade auf dem Markt aus deiner Sicht des Praktikers? Ja, momentan ist es tatsächlich so, dass die einzelnen Landesregierungen, Schwerpunkt auch hier in Baden-Württemberg für uns natürlich, sich dem Thema nähern über Pilotprojekte und sich mit der Einführung beschäftigen. Und da gibt es auch entsprechende Stufenpläne, was eine entsprechende Zeitabfolge dann auch bedingt. Und ja, es gibt kein Zurück mehr. Und das ist das Spannende eben an der Stelle. Wir wissen, wo die Reise hingeht und müssen gucken, wie wir damit umgehen. Und das war für uns der Knackpunkt. In unseren vorangegangenen Projekten, Baustellen, haben wir uns schon viele Gedanken dazu gemacht eigentlich und gemerkt, ja, es gibt so ein paar Stellen, wo es ein bisschen kritisch wird mit den heutigen Methoden, dann entsprechend das Thema Dokumentation zu betreiben. Die Dokumentation das ist ja ein zentraler Begriff, der immer wieder kommt. Ne? ja, richtig, genau. Warum ist er so wichtig? Letzten Endes ist die Dokumentation auf einer Baustelle für viele weitere Aspekte verantwortlich. Da geht es unter anderem um das Thema Abrechnung, es geht aber um das Thema As-Built, also wie wurde draußen tatsächlich gebaut. Was Christoph richtigerweise sagt, es wird nicht immer so gebaut, wie es geplant wird letztlich. Das hat mich übrigens sehr erstaunt, die Quote der Sachen, die nicht genauso gebaut werden, wie es im Plan steht. Ja, die ist relativ hoch, das ist tatsächlich so. Und auch normal. Also man kann letztlich nicht alles 1:1 planen. Da soll natürlich BIM auch eine Abhilfe schaffen, indem man entsprechend erstmal modellbasiert alles sauber durchplant und nachher draußen versucht umzusetzen. Aber das muss trotz allem dokumentiert werden und auch nachher idealerweise bis hin zur Bewirtschaftung, also ans Lebensende eines Bauwerks dann eben das Ganze auch mitgeben zu können und diese Informationen eben weitertragen zu können. Also zentral wichtig ein Baufortschritt, aber auch das Bauergebnis und dann auch dieses weitere Verwalten des Gebäudes zu dokumentieren und das immer wieder, und das muss ja auch dauernd passieren, kommen wir gleich nachher vielleicht nochmal genauer, wenn wir dann in den Prozess reingehen. Sidon, du bist der Gründer, auch der Spiritus Rector von Wigram und von Vidoc. Du hast ja eine Vision auch, wie sich die Baubranche verändern wird und was jetzt passieren wird. Da spielen auch technische große Entwicklungen eine Rolle. Kannst du so ein bisschen Einblick geben in deine Gedanken? Ja, letztendlich ist die Vision, etwas zu sehen, was machbar ist, was andere noch nicht glauben oder nicht glauben. Und für uns ist die Vision der Dokumentation, die Dokumentation anders darzustellen, eben durch Vidoc. Die Digitalisierung wird die Grundlage sein oder ist die Grundlage für Remote Supervision. Wir sind heute in der Lage, wenn ein Arzt in der Charité operiert und der Patient sitzt in Sao Paulo im Krankenhaus, aber wir sind noch nicht in der Lage oder bis heute nicht in der Lage, vom Schreibtisch aus eine Großbaustelle zu überwachen. Und das wird eben durch Digitalisierung möglich werden. Ist das noch so, dass die Industrie da einen großen Nachholbedarf hat aus eurer Sicht? Ja, die Baubranche hat schon einen großen Nachholbedarf, aber man merkt auch, die Zeit ist jetzt reif. Dann haben wir das Thema künstliche Intelligenz. Auch hier sind wir mit der Digitalisierung natürlich im Vormarsch. Und das sind die Grundlagen für Automatisierung. Automatisierung bedeutet dann Zeitersparnis, Qualitätssicherung und letztendlich auch Schnelligkeit im Bau. Wahrscheinlich auch Kostenersparnis, wenn man sich bestimmte Sachen erspart. Genau. Also das finde ich gerade auch noch ein Aspekt, der auch wichtig ist, dass sozusagen oft Fehler durch diese Digitalisierung, das Messen der Daten, sofort auch gefunden werden können. Und so schnell, wenn die schnell ausgemerzt werden können, kann man wirklich viel Geld sparen. Und das sehen die Baufirmen natürlich auch. 15% der Summe, die für ein Gebäude veranschlagt wird, wird sozusagen in Reparaturen, in Fehlerausmerzen verwendet. Wenn wir sozusagen diese 15% nur zu 14% runterkriegen könnten, dann haben wir schon sehr viel Geld gespart. Weltweit sind das wahrscheinlich
Millionen, viele Millionen oder noch größere Summen. Ne, die Ja, da, ja. das ist Genau, und vielleicht gehen wir nochmal auf die Baustelle sozusagen. Normalerweise entstehen Geschäftsmodelle ja oft so, wenn man irgendwo einen Schmerz merkt und dann auch manchmal für sich selber auch diesen Schmerz versucht zu heilen. Du selber warst auf euren Baustellen, hast da bestimmte Sachen gemerkt. Jetzt haben wir heute gesagt, für wen machen wir das heute? Einerseits für Leute, die natürlich Bauprofis sind, andererseits auch für manche Leute, die Digitalbau vielleicht noch nicht so kennen. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie funktioniert denn heute Dokumentation und wie soll es aus eurer Sicht in der Zukunft funktionieren? Ja, natürlich. Also klassisch wird momentan noch viel auch schon mit Smartphone, aber in einfachen Fotos oder Digitalkameras überhaupt mal dokumentiert. Klar, dann gibt es dann der zweite Part sind die Vermesser, die draußen sind. Da gibt es mittlerweile relativ große Unterschiede in der Herangehensweise und Verwendung von Technologie, typisch klassische Art der Vermessung, die natürlich viel betrieben wird. Und es kommt immer mehr, kommen mehr neue Themen auf, wie das Thema Laserscanning, was es jetzt auch schon seit einigen Jahren gibt, Fotogrammetrie eben, mittels UAV vor allen Dingen. Und treiben eigentlich für dieses Thema mehr und mehr halt voran letzten Endes und bedingen aber auch dass wir das überhaupt dreidimensional nachher in die Modelle wieder transportieren können. Das heißt, es wird einfach Dinge geben, die müssen dreidimensional erfasst werden und auch eben möglichst lückenlos. Ja. Und das ist eben der Punkt. Das ist die technische Herausforderung. Also man hat eine Menge Daten dann aus diesen Bildern und die aber dann wieder in ein Modell zurückzuführen, was auch wirklich 1:1 stimmt. Also es sind ja, ich stelle mir so Datenwolken vor, die da entstehen, die da so große Mengen auch von Daten, die dann ja wieder über Softwareanwendungen entsprechend aufbereitet werden müssen. Ja, der große Vorteil an der Stelle ist eben, dass wir mit Bildern arbeiten können, zusätzlich zu dem, dass wir 3D-Modelle haben. Das bietet natürlich einen riesen Vorteil zu anderen Technologien, um eben da zweigleisig zu fahren. Das heißt, ich kann dokumentieren und messen in einem. Ja. Sehr interessant. Sidon, du bist ja schon ein erfahrener Gründer, also hast schon eine sehr erfolgreiche Gründung hinter dir, hast jetzt darauf zurückgeschaut und ein bisschen vielleicht auch diese Gründung von Vigram und den Launch, die Entwicklung von VDoc mit diesen Erfahrungen betrachtet. Nimm uns doch mal mit auf deine persönliche Reise, was da 1994, ich habe vorhin gesagt, das war da, als ich meinen ersten Nadeldrucker gekriegt habe, also was du da damals gemacht hast für ein Projekt, und es ist ja nicht so, dass es ein ganz anderes Projekt war, sondern es hat ja schon was mit Infrastruktur und Bau zu tun gehabt. Genau, 1994 haben wir mit meiner Frau zusammen ein Unternehmen gegründet in der Kanalsanierung. War auch ganz am Anfang damals die Technologie. Technologie war relativ schlecht, die Materialien waren schlecht, alles in der Entwicklungsphase. Und wir hatten dann parallel 3 Jahre später ein zweites Unternehmen gegründet und das ist das Déjà-vu. Jetzt kommen wir aus dem Ingenieurbüro, damals aus der Dienstleistung Kanalsanierung. Damals Roboter entwickelt, Sanierungsverfahren entwickelt, aus der Praxis für die Praxis. Und genau das haben wir jetzt mit dem VDoc auch gemacht. Alle Technologien, die wir jetzt einsetzen, sind seit 2,5 Jahren erprobt und werden auch weiter wachsen, werden weiter diese Technologie praxisgerecht umsetzen. Ich liebe ja Unternehmergeschichten und Gründergeschichten, so Erfindergeschichten sind das ja eigentlich. Da denkt irgendeiner nach und dann hat er ein Problem und er löst es tatsächlich selber. Das ist, finde ich, noch eine der wunderbarsten Sachen. Auch sollte man in Deutschland viel öfter erzählen, solche Geschichten. Du hattest ja dann aber schon damals auch so eine Vision davon. Man muss ja irgendwie weiter vorausschauen können. Da kommen wir nachher auch noch mal drauf, wenn es um das Produkt geht. Nico, ihr habt jetzt zum Beispiel BIM auch in der Praxis ja schon vor dem Launch in der Anwendung gehabt. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ihr als Startup schon mit sehr, sage ich mal, großen Partnern, kann man schon sagen, im Gegensatz zu einem Startup zusammenarbeitet. Erzähl doch mal das Beispiel, das ich jetzt meine. Ja, also letztlich ist es so, dass wir über unser Ingenieurbüro, wo wir herkommen, einfach auch den Zugang natürlich zum Markt haben, auch zu entsprechenden Projekten und uns da jetzt auch die letzten Jahre sukzessive nach vorne arbeiten und eben auch die Möglichkeit bekommen, unter anderem zum Beispiel mit dem Regierungspräsidium Stuttgart an den aktuell laufenden Pilotprojekten des Landes mitzuwirken, was natürlich für uns unsere Erfahrungen weiterbringt und wir eben gleichzeitig die Möglichkeit haben, dort die Entwicklungen auch entsprechend dann zu hinterfragen, zu testen wir machen das letzten Endes direkt in der Praxis natürlich oder aber eben auch in Verbindung mit Hochschulen gehen wir da voran. Das ist so der eine Punkt, was eben sehr interessant ist auch für uns und uns natürlich deutlich weiterbringt. Das sind jetzt diese beiden aufstrebenden Gründer mit einer
ziemlich guten Idee, auch scheinbar eine, die marktmäßig, wo man sagt, okay, da tut sich was, da muss sich noch was tun. Auf der anderen Seite ist der Global Player, kann man schon sagen, also schon ein weiterentwickeltes Unternehmen mit sehr vielen tausend Kunden, Softwareentwickler, also Softwareentwicklung und Software as a Service. Wo hat es denn da jetzt Klick gemacht bei euch, wo ihr gesagt habt, ja, das würde sich jetzt lohnen, mit denen mal zu reden? Ja, letztendlich, ich finde das auch eine schöne Story. Sagen wir, dass man selber einen Pain hat und dann merkt, es gibt nichts und ich entwickle das dann. Ja. Das war bei uns eigentlich auch so. Ich habe irgendwie, als mit Pix4D angefangen, habe ich auch gedacht, naja, es müsste doch eigentlich möglich sein, mit Bildern ein 3D-Modell zu machen. Habe da mein Doktorat drüber geschrieben. Und ich habe mir dann mit Pix4D als erstes auch ein Projekt gegeben. Ich will sozusagen ein komplexes Schloss modellieren in 3D, nur mit Fotos. Und die Software, die soll das können. Und so haben wir eigentlich auch mit diesem Beispiel, nicht ganz so extrem, weil wir haben dafür kein Geld gekriegt, wir haben keinen Service gemacht, aber wir haben wirklich uns das als Beispiel gegeben, wenn die Software das kann, dann können das andere auch damit machen und dann haben wir ein gutes Produkt. Und ja, so ist Pix4D entstanden. Wir haben mehrere 10.000 Kunden weltweit, die unsere Software benutzen, die dafür bezahlen. Und ja, es war auch eine kurze Geschichte, 10 Jahre bloß, wo wir dann sozusagen von der Schweiz aus, wo ich zufällig war, die Firma gegründet haben. Dann das erste Office in Shanghai, dann im selben Jahr weitergegangen sind nach San Francisco. Dann haben wir in Berlin und in Madrid ein Office und jetzt noch in Tokio, wo wir dann sozusagen teilweise entwickeln, aber auch lokal unsere Kunden sozusagen guten Support geben wollen in der Benutzung unserer Software und auch im Benutzen von Technologien, zum Beispiel auch das VDoc, was ich ganz interessant finde. So, wir haben eigentlich auch ein bisschen so angefangen, nicht ganz so extrem, aber ein bisschen wie das. Und für mich, was wir sozusagen auch mit der Kenntnis des Marktes auch gesehen haben, ist, dass ein Bottleneck für Kunden, um sozusagen in die Richtung zu gehen, ist auch, wie nehme ich denn die Daten auf? Ich kann natürlich mit der Drohne fliegen. Wir haben die Krankamera entwickelt, um das einfacher zu machen, aber warum denn nicht einfach auch mit dem Handy? Jeder hat ein Handy und das fand ich sozusagen eine wirklich interessante Zusammenarbeit hier und als das losgegangen ist, bin ich voll drauf reingesprungen. Sehr schön. Also es gibt ein gemeinsames Verständnis vom Markt. Man sieht dieses Bedürfnis, es hat sich ja aus der Praxis bei beiden rausentwickelt und es ist andererseits auch dieses Puzzle, was man vielleicht zusammensetzen kann, nur zusammen, das ergänzt sich ganz schön. Genau. Nee, wir sehen ja auch, wie unsere Software verwendet wird. Und dann gibt es halt auch Leute, die dann ab und zu mal Videos prozessieren, die Smartphone-Data in unsere Software reinladen. Und dann war ich immer so, naja, funktioniert das? Ist das genau genug? Weil wir natürlich auch die Genauigkeit wirklich sehr wichtig finden für unsere Kunden. Und als dann diese RTK-Version kam für ein Smartphone, dann war ich angefressen. Sehr schön. Und deswegen sind wir heute hier und wir launchen gemeinsam. Schön, das war so ein erster Einblick, so das Big Picture, wie sich alles so langsam herauskristallisiert hat. Jetzt, weil wir Geschichten lieben, das haben wir gerade schon mal gesagt, schauen wir uns jetzt diese Geschichte noch mal ein bisschen genauer an, diese Gründergeschichte und dann auch hin zu der Partnerschaft. Wir sind natürlich ganz neugierig, also ich so als Laie, ich bin dann immer so ein bisschen der solche Fragen stellen darf, wie entsteht überhaupt so ein Produkt? Ja? Also es ist ja Hardware, die auch produziert wird. Also Software habe ich inzwischen auch schon gelernt, wie das ungefähr so entsteht. Hardware finde ich auf eine Art auch immer faszinierend, weil man ja erstmal eine Produktion braucht oder einen Prototyp. Was ist denn so in den letzten 2 Jahren passiert? Ich habe da mir eine Notiz gemacht hier, eine sensationelle Überschrift, die heißt Once Upon a Time in Krauchenwies. Also das müsste mich, aber glaube ich alle anderen auch mal, die jetzt hier zuschauen, erstmal aufklären, was und wo ist denn dieses Krauchenwies und was hat es damit auf sich? Was passierte da? Ja, in Krauchenwies ist das Head Office, um es mal so salopp zu sagen. Wir hatten da immer unser Schuh fix und eines Abends, an einem Samstag, waren wir eben am Schreibtisch gesessen, das Handy lag da. Wir hatten das Thema BIM, As-Build-Dokumentation
mit Drohnen, Christoph hat es gerade angedeutet, ist schwierig, nicht immer machbar, Wetterbedingungen, Lokalität und so weiter. Wir brauchen eine andere Option. Wir brauchen eine Option, die jeder in die Hand nehmen kann, die einfach ist, die die Komplexität maximal vom Handy besitzt. Und da lag es das Smartphone. Und dann war die Idee, kriegen wir RTK da rein? Wie schaffen wir das, diese Präzision in das Smartphone zu integrieren? Ja, und dann war eigentlich die Idee geboren. Das war der Startschuss für das VDOC. Ja, das war der Heureka-Moment von Krauchenwies, wo man dann gesagt hat, okay, da könnte es hingehen, aber das war noch lange nicht die Lösung natürlich, weil dazu brauchst du natürlich jede Menge noch an Arbeit. Erzähl doch mal weiter, du hast gerade von der Komplexität des Handys gesprochen. Natürlich, ein Handy hat jeder quasi, also ein Smartphone hat inzwischen so gut wie jeder und die Qualität zum Beispiel der Kamera ist ja inzwischen überragend gut, wenn man das vergleicht noch vor 10 Jahren oder so. Ne? Aber was ist da noch weiter zu bedenken? Wie habt ihr weiter angefangen, diese Grenzen auszuloten? Ja, letztlich sind wir so vorgegangen, dass wir dann erstmal gesagt haben, wir müssen mal gucken, was kann ein Handy, was können die Sensoren und haben ganz gute Kontakte zu Hochschulen. Da sind wir dann in dem Fall bei der Hochschule Stuttgart gelandet, haben da mit mal 1, 2 Professoren über das Thema gesprochen, ob sie da Erfahrungen haben. Und schlussendlich hat man Erfahrungen gehabt, ja. Allerdings waren die nicht die wir hören wollten an der Stelle. Ja, man hat es sehr, sehr skeptisch gesehen. Wenn man gesagt hat, ja, wir haben da schon Ideen gehabt, Sachen ausprobiert, die Sensoriken funktionieren so nicht und so weiter und so fort. Und ja, wir sind dann aus der Geschichte raus und haben gesagt, das ist okay. Haben wir jetzt gehört, wir machen es trotzdem. Ja. Haben dann sofort angefangen und sind letzten Endes losgezogen und haben angefangen, die erste App zu schreiben, entsprechend, um einfach mal zu gucken, was kommt da raus, einfach mal ein paar Sachen zu hinterfragen, haben dann auch dazu eine Abschlussarbeit machen lassen, um einfach mal rauszufinden, könnte es funktionieren. Damals tatsächlicherweise noch in Full HD, das ist doch jetzt auch schon vor 3 Jahren gewesen, da war mit 4K so der Beginn. Und da haben wir gemerkt, naja, das ist schon grenzwertig, aber es war klar, mit 4K wird es funktionieren im Videobereich. Fotobereich war natürlich immer möglich, aber für uns war dann dort das Thema Video eben auch interessant, weil es viel einfacher zum Anwenden ist, auch für Leute, die jetzt von Fotogrammetrie nicht unbedingt jetzt die Erfahrung haben oder auch nicht unbedingt von Messer sind. Und das war uns sehr, sehr wichtig von Anfang an. Das ist ja der Punkt. Ne? Also ist dann der Polier oder ich weiß nicht, der Baggerfahrer oder der Verantwortliche auf der Baustelle, und der muss sehr schnell in einem Moment das jetzt dokumentieren, wie es jetzt ist. Und wenn dann erst der Vermessungsingenieur gebucht werden muss, ist es natürlich teuer und wahrscheinlich nicht so einfach. Und das ist die jetzt Zeit ist das Problem, genau. Das zu koordinieren. Genau. Ich habe ja immer irgendwelche unvorhergesehene Dinge auf der Baustelle. Genau, das ist ja nie ganz genau in Time. Funktioniert in der Regel, ja. Schwierig. Wir haben uns überlegt, wie wir das jetzt mal näher bringen, eure Vision zu dem Zeitpunkt. Wir würden jetzt einen Einspieler anschauen, den du so ein bisschen kommentieren kannst, wo wir schon ein bisschen in die Zukunft auch gucken. Also da ist dann schon Produktion zu sehen, da wart ihr da in dem Moment noch nicht, aber vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen und wir nehmen jetzt das erste Mal unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mit so in die VDOC-Welt, wie dieses Produkt denn aussieht. Nachher schauen wir es uns ja auch noch richtig an, so mit anfassen. Film ab.
durchs GSM-Modul vom Smartphone habe ich die Möglichkeit, die Korrekturdaten abzugleichen. Und somit gibt es diese Präzision von 1 Zentimeter plus 1 ppm. Und das mit einem regulären Smartphone, das ist schon wirklich eine irre Story. Gleichzeitig haben wir dann natürlich auch versucht, eine eigene IMU einzubauen. Die ist jetzt mittlerweile drin, um auch die Beschleunigungssensoren so präzise wie möglich zu machen für Schrägmessungen, für alles, was eben noch kommt, ohne zu viel zu verraten. Ja, ja. Also ihr habt euch selber eure Erwartungen ein bisschen übertroffen. Ich meine, sicher gab es auch irgendwie mal Rückschläge bei den Prototypen, ist ja klar. Also, aber es sind dann einige dieser Pitches waren schon bei euch, habt ihr erfolgreich gemacht. Und ihr habt dann eine Sache gemacht, das ist auch so typisch Gründer, ich kann mir das so vorstellen, so, ihr habt ja nebenher noch ein Business, was ihr, nehme ich an, weiter betrieben habt, um euer Ingenieurbüro weiter zu betreiben. Ihr habt euch dann beim Wettbewerb kurzfristig angemeldet. Erzähl doch mal, Nico, ich glaube, die Geschichte hast du mir schon mal erzählt. Was war da mit der Deutschen Bahn? Ja, also beim Wettbewerb weniger, aber Ganz kurz, die haben uns angeschrieben. genau. Ach, so rum, ja. Genau, Wir hatten uns für ein Forschungsprojekt beworben, Ah, so rum. so eine Machbarkeitsstudie über künstliche Intelligenz. Da sind die auf uns aufmerksam geworden. Dann haben sie uns angeschrieben, ob wir nicht einen Pitch machen wollen. Ja. Und so ist der Weg entstanden. Innerhalb einer Woche einen Pitch gemacht. Ja, Nico, dann war der große Tag. Ja, genau, ja, wir haben da gepitcht dann. Das lief über die Mindbox. Letztlich der Startup Accelerator, ein bisschen so von der Bahn. Wir sind da letzten Endes sehr spontan hin. Haben einfach unser Ding durchgezogen und hatten dann das Glück, aus letztlich insgesamt über 100 Bewerbern unter die letzten 5, 6 zu kommen und eben da 3 Monate ein Programm durchzulaufen, wo wir einfach testen durften, zeigen konnten, dass es funktioniert. Und daraus hat sich tatsächlich jetzt auch eine sehr tolle Partnerschaft entwickelt. Letztlich begleiten sie uns jetzt von Anfang an, wenn man so will, und haben uns auch den Anstoß gegeben zu sagen, so, das ist am Markt interessant, sowas müssen wir haben. Und darauf haben wir gesagt, so, jetzt geben wir erst richtig Gas. Ja, schön. Also das heißt, es gab so einen ersten Fußabdruck, den ihr auch dahinter lassen habt natürlich, und der Kunde ist euch ja sozusagen, oder der Kooperationspartner kann man schon fast sagen, ist euch treu geblieben. Und ich sage mal, die Deutsche Bahn ist jetzt nicht unbedingt ist ja nicht irgendein Partner, da ist ja auf jeden Fall natürlich sehr viel Know-how vorhanden, aber auch sehr viel Potenzial, so eine Anwendung dann zur Anwendung zu bringen. Auch der nächste Schritt, der jetzt kommt, ist wirklich spektakulär, architektonisch, aber auch von dem Anlass. Jeder kennt Stuttgart 21. Und das war tatsächlich auch einer der ersten Use Cases. Erzählt doch mal, wie es dazu gekommen ist. Ja, wir hatten als ersten Use Case die Kelchstützen zum Aufnehmen. Glücklicherweise für uns natürlich eine Riesensensation, denn die wurden Ende 2018 das erste Mal ausgeschaltet. Kelchstützen war das, Kelchstütze, hatte ich vorhin das erste Mal gehört. Also architektonische Meisterleistung. Also schauen wir uns ein nachher noch an Monument. gleich. Genau, und man hatte den Termin 2-3 Mal verschoben, weil das Ausschalen länger gedauert hat. Ja, und als es dann ausgeschaltet war, waren wir an einem Samstag bei extremer Kälte um den Kelch rum und haben den mit dem Smartphone aufgenommen. Und das können wir uns nachher mal angucken. Haben die Leute wahrscheinlich gedacht, was machen die da so ungefähr? Ja, ganz ehrlich, am Anfang haben sie auch nicht geglaubt, dass das alles funktioniert, dass das mit dem Smartphone machbar ist. Das war vielleicht auch ein Grund, warum sie uns haben gewinnen lassen. Aber am Ende des Tages war das Ergebnis sensationell. Ja, toll. Also wir hatten da auch die ersten maßhaltigen Modelle dann auch machen können, eben genau dort und das erste Mal eigentlich wirklich unter realen Bedingungen auch getestet, was dann hinterher als Ergebnis rauskommt, und das war natürlich noch nicht perfekt zu dem Zeitpunkt, aber es war schon sehr, sehr vielversprechend, vor allen Dingen bei sehr komplexen Geometrien eben solche Sachen auch umzusetzen. Da habt ihr schon Technologien kombiniert, oder? Da war auch Drohne schon dabei, also mit dem ganzen Projekt und das VDOC? Richtig, Hintergrund war wir wollten die Kelchstütze möglichst komplett erfassen, und das Problem war einfach innen rein, man kam nicht mehr rein. Also die sind entsprechend hoch und schwer zugänglich, da gab es keine Gerüste, nichts. Wie Climber brauchst du da? So ungefähr, und wir haben dann tatsächlich
auch dort das erste Mal schon die Kombination ausprobiert. Wir haben letztlich die äußere Hülle komplett einmal über Smartphone erfasst und innen rein sind wir dann mit der Drohne rein, haben das kombiniert und daraus eben dann ein gemeinschaftliches Modell entwickelt. Und schon Pix4D verwendet damals. Ausschließlich. Wir sind von Anfang an bei Pix4D gelandet. Da sind wir jetzt die letzten 10 Jahre geblieben mit unserem Ingenieurbüro, werden wir auch weiterhin bleiben. Wir kennen letztlich auch den Werdegang des Produkts extrem gut, was uns auch sehr zugute kommt, um eben eine entsprechende Qualität dann liefern zu können, einfach dann auch im täglichen Geschäft. Dann wollen wir uns das mal anschauen. Wer noch nie von Kelchstützen gehört hat, der sieht sie jetzt auch im Bild. Das ist ein spektakuläres architektonisches, eine Errungenschaft und Ingenieurleistung. Und ja, schauen wir doch mal rein, wie ihr bei Stuttgart 21 mitgewirkt habt. Film ab. Genau, man sieht jetzt hier mal das Punktwolkenmodell, was wir, wie gesagt, da erstellt haben. Entsprechend, so sah das damals aus. Die äußere Hülle, man sieht nachher dann auch noch das Ganze von innen. Kelchstütze 1 von 28. Genau, das war die allererste, die fertig Oder war. alle vermessen? Auch jede einzelne? Nein, Oder eine also nicht reicht? von uns. Dann. Ja, okay. Ja, genau. Das sieht aus wie ein Kunstwerk. So ein digitales Kunstwerk. Schön. Ja, das war ein kleiner Eindruck davon. So langsam zum Ende der Story kommen. Die Story fängt ja heute erst noch richtig an, aber zu dieser Gründerstory. Vielleicht noch so eine praktische Frage. Ihr seid ein Startup und noch relativ jung. Wie seid ihr, da braucht man Kapital. Wie seid ihr finanziert? Ja, das machen wir alles selber. Wir haben keinen Finanzinvestor drin. Somit natürlich auch schnelle Entscheidungswege. Das war für uns von Anfang an wichtig, weil wenn du dann permanent Rechenschaft ablegen musst, Geld nachlegen musst, das blockiert, das macht uns nicht frei und das hat sich jetzt auch die letzten 2,5 Jahre positiv entwickelt und insofern sind wir ganz froh. Ja, das Tempo ist ja enorm und trotzdem organisches Wachstum sozusagen angestrebt. Soweit dazu. Ich glaube, damit haben wir jetzt schon einen ganz schönen Eindruck bekommen. Vielleicht nochmal zu dir, Christoph. Wenn du jetzt diese Story auch gehört hast, das macht ja richtig, mir macht das richtig Spaß, wenn man das so diese von Krauchenwies nach San Francisco, sage ich mal jetzt. Wann seid ihr denn jetzt konkret ins Spiel gekommen? Wann hast du sie kennengelernt? Wie lief das? Wie läuft sowas auch so aus der Unternehmerperspektive? Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen größer. Ich kriege nicht mehr alles mit, aber wir haben dann in Berlin sozusagen auch eine Niederlassung, wo wir auch Entwicklung machen, wo wir auch Sales und Support haben und die Leute in Berlin sind halt in Kontakt getreten. Sie waren ein Kunde für uns, für unser Cloud Processing. Und ja, in dem Kontakt kam sozusagen die Information irgendwie zu mir. Ich habe natürlich auch mit unseren Mitarbeitern, versuche ich auch die Vision rüberzubringen. Und der Mitarbeiter von Berlin hat das sozusagen gesagt, ja, das müssen wir mal Christoph erzählen. Und dann war ich da gleich Ganz Ohr. Open Ohr. Ja. Und so kam der Kontakt und habe gesagt, ja, das machen wir. Wir hatten vorher schon Pix4D Catch entwickelt, was sozusagen auf Smartphones funktioniert. Auch ohne den VDoc, aber mit dem VDoc zusammen kriegen wir noch sozusagen diese RTG-Genauigkeit mit rein und können sozusagen Lösungen bieten im Baustellenbereich, die anders sozusagen noch viel komplexer wären. Und ich finde es sozusagen wirklich interessant, dass mit der Lösung wir wirklich skalieren können. Jeder kann das einfach benutzen und wir können sozusagen wirklich Benutzerprobleme lösen mit dieser Technologie. Ich glaube, langsam läuft schon allen Technikfans und VDoc-Beobachtern das Wasser im Munde zusammen. Wir müssen jetzt langsam mal die Weltneuheit auch zeigen. Ich denke, das machen wir auch gleich und gehen rüber in einen anderen Teil unseres Studios hier. Und wir sehen schon, bis hier haben wir mal die Story kennengelernt und wie diese Partnerschaft jetzt in Zukunft funktionieren wird und mit welchem Produkt natürlich, das sehen wir jetzt gleich. Für Sie Zuschauer draußen gibt es mal 2 kleine Filme und wir sehen uns dann im neuen Setting wieder. Bis gleich.
und da sind wir wieder, ein klein bisschen umgebaut, jetzt in der Produktwelt von VDOC. Hier neu aufgereiht, man sieht schon ein bisschen was, wir werden gleich genau darauf zu sprechen kommen. Ja, die Weltneuheit, so habe ich auch angefangen, Made in Baden-Württemberg, das ist ein Zitat vom Verkehrsminister von Baden-Württemberg, dem Herrn Herrmann. Die hat er euch gegenüber wahrscheinlich in irgendeiner Veranstaltung mal geäußert. Das ist doch toll. Ich frage jetzt einfach mal, wie sieht es denn aus? Hier sehen wir es ja schon. Und was steckt denn eigentlich drin, Sidon? Ja, wir haben hier ein Smartphone, ein iPhone in dem Fall mit einer Hülle. Hier das VDOC, 90 Grad versetzt, somit ist es angedockt. Das hätte ich sogar hinbekommen. So. Genau, einfach und wirkungsvoll. Wir haben, wie schon gesagt, hier die Antenne für die Verbindung zu den Satelliten über diese Realtime-Kinematik. Wir haben hier den Frontlaser, hier unten den Bottomlaser. Nutzen die Kameras natürlich vom Smartphone und innen drin ist die IMU entsprechend verbaut. Wir haben ziemlich gute Akkuleistung mit 2400 mAh, gerüstet für den täglichen Baustellenverkehr. Ja, ja. Ja, also das ist wirklich mir fällt ja immer so die Demokratisierung, es passt jetzt nicht das Bild vielleicht, aber so dass wirklich der Normalmensch auch so eine Vermessung machen kann, was man ja wirklich sich wahrscheinlich vorher nicht vorstellen konnte, weil dann muss man mindestens Vermessungsingenieur sein und entsprechenden Laser haben oder so. Ne? Das ist schon, oder Drohnen fliegen ist auch nicht jedermanns Sache, ne? Und geht manchmal nicht. Mhm. Ja, faszinierend. Nico, was macht denn jetzt dieses Gerät, dieses VDOC so wertvoll auf den Baustellen selber? Ja, schlussendlich eben, wie wir es gerade gesagt haben, die Einfachheit. Also wir setzen das auf diversen Pilotbaustellen ein und haben es eingesetzt jetzt die letzten 2 Jahre. Und dort wird es tatsächlicherweise auch einfach von Leuten benutzt, die vorher mit dem Thema Vermessung nichts zu tun haben, die jetzt aber auch gewisse Teile der Vermessung übernehmen, natürlich nicht alles, aber grundsätzlich eben so die einfachen Dinge übernehmen können, bis hin zum Baggerfahrer, der tatsächlich halt einfach gerade zum Spezialfall Kanalbau ganz schnell dann entsprechend seine Sachen dokumentieren kann. Aber auch da muss man natürlich auch fairerweise sagen, haben wir ein paar Sachen erstmal in der Praxis auch erproben müssen. Ja. Und das ist natürlich hochinteressant, dass das Produkt einfach in der Praxis 2 Jahre entwickelt wurde, nach vorne getrieben wurde und eben stetig natürlich auch heute noch Anpassungen erfährt. Wir lassen uns immer sehr gut zurückspielen, wo es noch hakt, um einfach da weiterzukommen oder auch Prozesse dann zu vereinfachen, zu verbessern, damit, wenn es dann wirklich so weit ist, dass nur noch BIM gemacht wird, letzten Endes wir dann tatsächlicherweise auch ein Tool haben, was nahtlos, ohne Probleme jeden Anwendungsfall abdecken kann natürlich. Also nochmal, bevor wir zu den Use Cases nochmal ganz speziell kommen und auch einigen Einspielen und Videos, das ist auch so, dass wir uns quasi jetzt gerade in so einer Übergangsphase befinden. Also wir haben BIM noch als nicht durchgängig angewendete Praxis, aber es kommt. Ne? Es wird überall da sein, so habe ich das jetzt verstanden. Ne? Es wird schneller kommen, als viele sich das vorstellen. Ja. Und man kann wahrscheinlich auch nicht einfach sagen, jetzt, wenn ich jetzt mal 5 Jahre warte und dann ist es dann da oder so, dann schalte ich einfach mal um auf, so ähnlich wie wenn ihr sagt, jetzt machen wir auf einmal eine neue App, also das Ganze in der Praxis zu erproben, das gehört eben auch dazu, zu jedem Unternehmen dann wahrscheinlich. Ne? Ja, das verändert Prozesse. Ja. Ich muss als Unternehmen dann die digitalen Prozesse anpassen, ich muss die Workflows verändern und das geht einfach nicht in Realtime. Ich kann nicht umswitchen. Und das ist eigentlich auch die Botschaft. Wir haben ja das Problem des Personalmangels, Fachkräftemangel, ganz speziell auch in der Digitalisierung. Und wenn man da nicht rechtzeitig auf diese Schiene aufspringt, dann wird dieser Point of No Return, der kommt viel schneller, als man sich das vorstellt. Und ich denke auch, es ist wirklich die Einfachheit, ist hier wieder wirklich ein großes Thema und man sieht es ja auch im Generellen, dass Consumer-Produkte billig sind. Da steckt viel Entwicklung auch drin, gerade wenn man die Kameras anguckt, weil sie aus dem Consumer-Bereich kommen. Es muss ja für Laien funktionieren. Ja, ne? genau. Also und man sieht das sozusagen auch im Generellen, dass solche Produkte dann auch immer den Weg in den professionellen Bereich finden. Und das ist ja eigentlich ganz gut gelöst. Wir haben ja sozusagen auch die Tablet-Version. Ich wollte auch noch mal drauf eingehen, weil es ist natürlich auch wichtig, dass wir das, wenn wir über die Einfachheit reden, Apple hat ja sozusagen mit ihren Produkten jetzt auch das LiDAR da drin,
eine gute Kamera und das benutzen wir natürlich, um auch die Software, die das dann sozusagen aufnimmt, die Daten, um das sozusagen das Feedback zu geben für den Bauarbeiter, um das halt wirklich so zu machen, dass es wirklich immer funktioniert. Wir kommen nachher noch aufs Tablet, das ist ja noch unser zweiter Teil vom Launch. Okay. Deswegen verschieben und wir wollen vor allem, der Nico scharrt auch schon mit den Hufen, weil er nämlich jetzt mal zeigen will, wie das wirklich draußen auf der Baustelle zugeht. Und wir haben uns mal einige Use Cases einfach angeschaut, beziehungsweise ihr habt sie gefilmt und die wollen wir jetzt mal nach und nach anschauen. Es geht jetzt speziell auch um so ein Projekt mit dem Regierungspräsidium in Stuttgart, das ihr bis heute, sag uns mal ein bisschen was dazu oder wollen wir gleich den ersten Film anschauen und du dann was dazu sagen? Wir können anschauen, Dann schauen wir direkt den erzählen Film was an. dazu. Also schauen wir mal den nächsten Einspieler an. Ja, man sieht hier eine unserer BIM-Baustellen aktuell, wo wir eben unterwegs sind. Wir arbeiten grundsätzlich an der Stelle eben auch sehr, sehr viel mit fotogrammetrischer Drohnenbefliegung und dem Processing dazu und kombinieren das letzten Endes dann auch mit VDOC an bestimmten Stellen, wo es eben dann ein bisschen kleinteiliger zugeht, im Bereich von Aushüben, zum Beispiel im Kanal. Und so sieht sowas einfach auch aus, wie man damit auch mal arbeiten kann, dann modellbasiert, weil das eben sind so typische Anwendungsfälle, die da jetzt auch hinterfragt werden. Natürlich auch Maßhaltigkeiten und eben auch das Thema Visualisierung. Es ist natürlich auch, sprich tatsächlich dann auch die Doku abbilden. Und genau. Hier mal nur ein paar Anwendungsfälle, also hier läuft nicht die ganze Baustelle in BIM, das muss man auch dazu sagen, deswegen Pilotprojekt. Aber da übt ihr sozusagen auch und eure Partner sind dann auch so, dass sie sagen, okay, wir wollen gemeinsam hier diese Entwicklung vorantreiben. Ist das der Hintergrund? Ja, also üben würde ich es jetzt nicht sagen. Geübt haben wir viele Monate davor. Es ist natürlich so, es bedingt einfach auch gewisse Prozessanpassungen draußen auf der Baustelle. Das haben wir auch gleich in den ersten Wochen festgestellt. So wie wir es uns gedacht haben, wie das nachher funktionieren könnte, so funktioniert es einfach nicht, weil wir zu sehr in den Bauablauf eingreifen. Und da sind wir dann natürlich auch im Austausch auch mit den Baufirmen. Wie kann man es optimieren? Kriegen da entsprechend Feedback zurückgespielt. Das ist letztlich dann auch ein gewisses Miteinander, sprich kollaboratives Arbeiten, wenn man es im BIM-Jargon sagen möchte. Und das macht auch Spaß, aber bringt natürlich alle voran letzten Endes. Und das bringt auch nichts, wenn wir ein Produkt haben, was nachher nicht draußen funktioniert oder unwirtschaftlich ist. Und das macht es halt so spannend, das dann in der Praxis auch umzusetzen. Ja. Ich finde, was man auch bei den nächsten Filmen sieht, wie komplex diese Zusammenhänge sind, die Prozesse, die ineinander spielen. Also wenn man das ist so ein bisschen wie so ein Wimmelbild als Laie, wenn ich drauf schaue, so eine Baustelle, was da alles passiert, da habe ich das Gefühl, wie kann denn überhaupt noch jemand da den Überblick haben? Und das müsst ihr ja irgendwie trotzdem alles noch dokumentieren. Also eine Sache, die so miteinander verzahnt funktioniert. Wollen wir vielleicht noch den nächsten Einspieler mal einspielen? Das ist auch noch so ein Beispiel. Du erzählst uns ein bisschen was dazu. Ja, letztlich haben wir jetzt auch Dinge im Bestand, wo wir dann entsprechend aufnehmen. Hier sieht man auch mal ganz gut, wie das einfach draußen abläuft, auch in Echtzeit. Man sieht einfach, es ist sehr, sehr simpel. Ich brauche halt eine Antenne noch zusätzlich und dann kann ich das Gerät schon anschalten. Ich habe es gerade schon gezeigt in Bezug auf den SP Connect, dann einwählen, die App starten letzten Endes. Und dann kann ich mich ja schon eben entsprechend in die Korrekturdaten-Services einwählen, die man dann entsprechend unterstützt. Das geht auch relativ schnell. Also wir kennen das auch von anderen Geräten anders. Da dauert es einfach doppelt so lang, bis man mal dann eine Verbindung hat, bis man drin ist. Da haben wir einfach auch nach Lösungen gesucht, wo einfach und schnell funktionieren. Man bekommt auch immer dann entsprechend genau gesagt, wie genau die Positionen jetzt sind, also in Echtzeit dann auch. Und dann kann ich eben auch, wie gesagt, das Thema Laser haben wir mit verbaut. Wir wollen einfach das einfach halten draußen. Wenn ich einen langen Stab mit mir mitschleppen muss, wie man das von typischen Rover, GNSS-Rovern kennt, dann ist es einfach ein bisschen kompliziert und für den Baggerfahrer als Beispiel nicht so gut geeignet, weil er nicht weiß, wohin damit. Und genau das ersetzt unser Laser darunter, nach unten erstmal. Und in dem Fall messen wir jetzt sogenannte Passpunkte ein. Das sind Black-and-White-Targets, man kennt es aus dem Laserscanning-Bereich auch zum Beispiel. Und anschließend mache ich eben letztlich die Bestandsdokumentation, indem ich ein Video mache. Von dem Objekt, das ich eben dokumentieren, aufnehmen möchte, erstellen wir jetzt über die App ein Video und können das dann entsprechend nachher
direkt dann auch prüfen, auf Genauigkeit, auf die Messdaten hin nochmals. Genau. Ja, stark. Und also ich meine, du wackelst da ja beim Laufen logischerweise und das kann aber trotzdem das System hinterher verarbeiten. Also diese Software ist in der Lage, diese menschliche Ungenauigkeit zu übersetzen Ja, in, das geht. in digitale Modelle. Wir als Mensch können auch sehr gut stimmt. detektieren mit unseren Augen, wenn es stimmt. mal wackelt. Mhm. Und das passiert eigentlich in den Computern, in den Algorithmen auch. Die sind noch nicht so gut wie der Mensch, aber schon ziemlich vorangetrieben, dass das da eigentlich kann. Faszinierend. Wir wollen noch 2 Use Cases ein bisschen kürzer angucken. Und du erzählst einfach, Nico, weiter. Ich lerne die ganze Zeit ganz viel. Als nächstes haben wir das Thema Fundament, Kontrollmessung. Schauen wir mal uns den Film an. Ja, letztlich sind die Use Cases, die wir haben, natürlich schon recht breit gefächert, weil wir eben auch Technologien kombinieren. An der Stelle geht es jetzt tatsächlich mal darum, ein Bestandsmodell zu erfassen von dem aktuellen Bauzustand und eben auch Lage- und Höhenprüfungen zu machen, im Modell dann nachher entsprechend. Wir haben die Möglichkeit, uns auch auf ein Passpunktfeld vor Ort, also lokal in eine Baustelle einzumessen. Das bedingt dann auch nochmal eine höhere Präzision. Und schlussendlich können wir da so auf 2 Zentimeter genau nachher entsprechend Lage und Höhe prüfen und die Dimension dann in sich, also das sogenannte relative Modell, dann noch entsprechend präziser. Das hängt letztlich von der Oberflächenauflösung ab, also dem Abstand, in dem man das Ganze dann aufnimmt und filmt. Man sieht ja ganz schön, dass die Zielmarken auch wieder erfasst werden. Und so transportieren wir das eben auch in das lokale System rein und können diese Messdaten, so wie wir es am Anfang gesehen haben, auch nachher dann auch theoretisch mit den Modellen überlagern und genauso prüfen wir dann auch alles dreidimensional. Spektakulär, also wirklich sehr beeindruckend, kann man sich als Laie kaum vorstellen. Einfache Messungen sind natürlich auch jederzeit möglich. Ja. Also man sieht es ja hier jetzt gerade so ein bisschen, um eben mal die wichtigsten Abmessungen rauszuholen. Und das Schöne an BIM, wenn man eben kollaborativ arbeitet, auf die Daten hat dann auch jeder Zugriff und kann eben entsprechend dann daraus seine Erkenntnisse und Informationen ziehen für die weitere Verarbeitung und auch den weiteren Workflow auf der Baustelle. Das ist ja auch, also einerseits beim Workflow, andererseits auch die Gewährleistung zum Beispiel ist ja ein Riesenthema bei Bauten wahrscheinlich, dass dann langfristig sowas einfach dokumentiert sein muss. Ja, man muss es ja betrachten über die Laufzeit des Objekts, was man baut. Und die Bauzeit ist eigentlich der kürzeste Teil. Der Betrieb ist ja immer der längere Teil. Ja. Und wenn ich dann relativ gut dokumentiert habe in der Bauphase schon, wie die Details aussehen, dann tue ich mir natürlich in der Betreibungsphase viel, viel einfacher. Service, Wartung, Intervalle. Und das ist ein Thema Digitalisierung. Da wird noch ziemlich viel kommen, Stichwort KI. Aber das ist die Grundlage. Wir brauchen eine Datenbasis. Ja, das ist die Grundlage nachher für jegliche Bewertung von irgendwas, ne, wenn man sich orientieren will. Genau. Wir haben noch, ich habe gerade von der Regie, dass wir noch 2 Videos haben. Dann spiel die doch mal ein, Moana. Unsere Herren können auf jeden Fall was dazu sagen. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir noch 1 oder 2 haben, aber das ist eben auch live übrigens hier. Das ist spätestens der Beweis. Ne? Wir haben hier nichts aufgezeichnet, alles echt. Schauen wir noch mal, was kommt. Noch ein Use Case, bitte. Ja, an der Stelle wollen wir einfach mal vorstellen, was der Laser dann eigentlich für eine Auswirkung hat und auch kann schlussendlich. Und da geht es eben um klassische Messdinge. Also das klassische GNSS vermessen, was man so kennt von vielen Baustellen, eben der Vermesser mit dem Roverstab in der Hand, wo dann entsprechende Aufnahmen macht. Also Einzelpunktmessungen sind das dann. Das können wir hier auch mit dem Laser abbilden, aufgrund unserer integrierten IMU, die entsprechend dann auch gewissen Anforderungen standhält, kann ich das eben auch mit einer Schrägdistanz machen. Das heißt, ich komme einfach deutlich besser an Objekte ran mittlerweile und kann eben so auch die Punkte entsprechend aufhalten und aufmessen. Oder auch speziell im Kanal. Ich brauche dann ja im Kanalbereich nicht runter in die Sohle, sondern kann das von oben machen, was eine riesen Zeitersparnis darstellt. Also manchmal einfach praktisch gar nicht so einfach ist, da hinzukommen. Genau. Also ein bisschen wie ich sagte vorhin, wenn man in die Kehlstütze reinklettern will, brauchst du einen Freeclimber oder so. Und das geht dann in der Praxis nicht. Ich muss mal noch so eine Frage stellen, wie war das denn bisher? Also ich meine, hat man dann einfach weniger dokumentiert, weil es auch finanziell oder zeitlich gar nicht ging, oder? Also ganz klar. Musste halt Kompromisse gemacht werden sozusagen, die man vielleicht jetzt in der Breite ein bisschen schließen kann. Genau, Okay. aber das ist ja eben der Punkt von BIM, diese S-Bild-Dokumentation.
Das war unser As built, Antrieb. also So wie wie's gebaut. gebaut ist. Ne? Ja. Und ich kann permanent mit jeder Messung oder mit jeder Dokumentation, die ich mache, kann ich ja einen Soll-Ist-Vergleich machen, was ja vorher in der Fülle nicht machbar war. Und man muss sich überlegen, wenn ich vorher über normale Messtechnik nehme ich einzelne Punkte auf. Hier habe ich ja Hunderte von Millionen Messpunkte. Ja, das ist so Datenwolken Genau. entstehen da fast, ne, wie man sich das vorstellt. Also ja, toll. Also dann glaube ich, sind wir jetzt mit den Use Cases sozusagen durch. Wir wollen uns noch mal ein bisschen was vom Produkt angucken und der Christoph hatte ja vorhin schon, sich war kaum zu bremsen mit dem Tablet. Ja. Ich habe auch schon mit rumgespielt vorhin, weil es ist einfach so, sind das schöne Geräte. Auch das VDock an sich ist ja für ein technisches Messgerät ausgesprochen formschön und schön anzufassen, fühlt sich gut an. Das ist ja auch wichtig. Wir haben ja heute einen doppelten Launch eben für den VDock für das Smartphone und für das Tablet. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen was über das Tablet haben. Dieser Impuls kam ja auch ein bisschen von euch, aber erzähl doch noch mal, Christoph, was steckt da noch weiteres drin an Ja, Features? ich hatte vor uns nicht Ja, für die Dramaturgie bin ich ja zuständig. Ja, ja. Also was hat denn das, Smartphone, nochmal, die Einfachheit ist halt wirklich hier wichtig und ich finde es auch wirklich interessant mit diesen Consumer-Produkten. Da sind auch interessante Sensoren schon drin. In dem Sinne natürlich nicht genügend, weil wir brauchen sozusagen dieses RTK, das der VDock hat, aber es gibt ein LiDAR, es gibt eine gute Kamera und das können wir alles nutzen. Und auf dem Tablet kann man das sozusagen noch ein bisschen schöner darstellen, weil wir auch wollen, dass sozusagen der Baggerfahrer das halt auch selber machen kann. Und in der App Pix4D Catch, die wir sozusagen entwickelt haben und die auch mit dem VDock zusammen funktioniert, kann der User halt sehen, welche Teile er schon gescannt hat über ein Overlay von dem Video und kann somit sozusagen viel sicherer sein, dass die Daten korrekt aufgenommen sind und in einer Qualität sind, die sozusagen gut sind, um dann weiter den BIM-Workflow sicherzustellen. Ja. So, da ist sozusagen auch jetzt schön, dass wir sozusagen jetzt eine Tablet-Version haben. Für die großen, für die kleineren Tablets und für das Smartphone. Wir haben auch da einen ganz besonders schönen Film davon von euch auch mitgebracht, von Pix4D. Den wollen wir jetzt mal anschauen. Da sieht man nochmal, was das Tablet nochmal ausmacht und wie das auch vom Design her so ansprechend ist. Ne? Hier in dem Video hat man nochmal schön gesehen, dass in Echtzeit der Benutzer sozusagen ein Feedback kriegt von einem 3D-Mesh, der auf das Video draufgelegt wird, von den Regionen, die sozusagen schon gescannt sind. Und wenn er sozusagen sich dann umdreht und kommt wieder zurück, dann sieht er wieder diesen projektierten Mesh auf dem Video. Ja. Das ist sozusagen, nennt man Augmented Reality, würde ich sagen. Ja, stark. Und ja, das macht sozusagen den Unterschied und erlaubt in meiner Auffassung erlaubt sozusagen, dass das halt wirklich skaliert werden kann. Jeder kann das nutzen. Und das ist, denke ich, auch der Grund, warum so BIM-Workflows manchmal noch nicht so weit sind, weil einfach Sachen zu komplex sind. Genau. Convenience ist ja eigentlich das Begriff. Ne? Die Leute müssen sich dabei wohlfühlen, die müssen es gern machen und es muss nicht erst nach 5-mal ausprobieren funktionieren, sondern eigentlich beim ersten oder zweiten Mal muss es gleich laufen. So. Und dafür sind natürlich die Geräte, die jetzt entwickelt sind, eigentlich schon sehr, sehr gut, ne? Weil die genau das, was du beschrieben hast, das mitbringen. Die sind ja für
ich sage es mal ganz blöd, für Idioten sicher konzipiert, weil das muss jeder können, ne? Sonst wird es in der Markt sich nicht durchsetzen. Ihr nehmt das Beste und setzt dann noch einen drauf im wahrsten Sinne des Wortes oder ihr baut diese Sachen zusammen und ich glaube, dann ist es eben für die technischen Anforderungen auch noch sehr wertvoll. Wir sehen einen letzten Einspieler noch, zu dem du vielleicht noch was sagen kannst. Ja, da ist sozusagen nochmal der Workflow zu sehen, denke ich. Genau, da habe ich. Also hier sieht man nochmal sozusagen, wie mit Pix4D Catch die Daten aufgenommen werden. Wir sind mit dem VDoc verbunden, kriegen sozusagen die Position rein. Hier ist ein Screenshot von der App, wo man jetzt diesen Overlay nicht sieht. Es gibt verschiedene Optionen, aber man sieht sozusagen ab und zu die Bilder erscheinen. Man sieht auch ein paar weiße Punkte am Ende. Ja. Die Daten werden aufgenommen. Es gibt eine Möglichkeit, dass die Daten auf unsere Cloud hochgeladen werden. Dort wird es automatisch prozessiert, man kann dann Messungen machen, man kann die Daten sich runterladen, kann die auch in der Zeit vergleichen. Und dann gibt es die andere Möglichkeit, dass wir die Daten direkt vom Smartphone nehmen und dann in unsere Desktop-Software importieren, hier im Pix4D Mapper, um die dann dort lokal zu prozessieren, falls es sozusagen Probleme gibt mit Sharing von der Information und von den Daten. Also die zwei Workflows gibt es. Und ja, ich gehe davon aus, dass es mit dem VDoc, wir haben jetzt schon sehr viele Benutzer, die das nutzen, aber mit dem VDoc ist es dann halt auch möglich, in der Baustelle über die Zeit jeden Tag zu messen und die Daten dann auch in demselben Koordinatensystem zu vergleichen in unserer Timeline in Pix4D Cloud. Entwicklung sozusagen. Ja, also faszinierend, was jetzt schon möglich ist und ich nehme an, das wird sich ja dann auch weiterentwickeln, so ein Produkt mit der Zeit, wenn es dann am Markt erstmal platziert ist. Apropos platzieren, zwei wichtige Fragen jetzt, die vielleicht von den Praktikern kommen, vielleicht kamen sie auch im Chat schon. Was kostet denn jetzt so ein VDoc und wie kann man das ungefähr am Markt einordnen, preislich? Ja, wir liegen jetzt beim Smartphone VDoc bei 4.000 Euro. Das ist etwa ein Drittel mit vergleichbaren Rover-Systemen. Wobei ja dann nur die Rover-Funktion verglichen wird. Aber wir haben ja in den Einspielern gesehen, dass das VDoc deutlich mehr kann als nur Einzelpunkte messen. Ja, also durchaus ein sehr attraktiver Preis, nenne ich es mal. Ne? Also das ist das Ziel. Ja, genau. Das Ziel ist eben, dass es die Masse nutzen kann. Wenn ich ein hochpreisiges Produkt habe, dann wird es wieder nicht funktionieren. Ja. Aber genau, das ist, was wir damit bezwecken. Ganz wichtig, wann gibt es das denn? Wann kann man es denn bestellen? Ja, das kann man sofort bestellen. Also wir haben unsere Webseite heute geschaltet mit allen Informationen. Wir haben ein Forum, wo Leute diskutieren können. Wir haben unsere Dokumentation von dem Produkt und wie der ganze Workflow aussieht. Und wir haben auch einen Link, wo wir das bestellen können. Das wird jetzt in Europa geschippt und in einem Monat dann auch in Amerika und in Asien verfügbar sein oder auf der ganzen Welt natürlich. Das ist der Plan. Und Pix4D wird sozusagen als exklusiver Reseller mit unserem Netzwerk auch von Resellern, die wir weltweit haben, VDoc vertreiben. Womit wir jetzt auch bei unserem letzten Kapitel sozusagen wären, in der Präsentation der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Partnern. Die ist ja auch noch ganz jung. Ihr habt euch tatsächlich jetzt erst jetzt getroffen. Das finde ich auch ganz toll, aber das passt ja auch zu diesem Launch, zu diesem feierlichen Moment. Ja, Corona hat es nicht möglich gemacht. Das kommt natürlich auch noch dazu. Jetzt, genau, jetzt sind wir alle frisch durchgetestet hier in unserem Corona-gerechten Studio und können vielleicht beim nächsten Mal auch schon wieder ein Event mit Kunden machen direkt, wobei wir auch vielleicht so manche erreichen, die uns sonst gar nicht hätten besuchen können, wenn wir jetzt das in der richtigen Welt gemacht haben. Wenn du mal jetzt ein bisschen vorausschaust, also eine strategische Partnerschaft, das sagt ja der Name schon, ist ja in die Zukunft gerichtet und der ist vor allem auch mit einem langfristigen Wunsch wahrscheinlich zusammenzuarbeiten. Wo seht ihr denn eure Stärken, die ihr jetzt einbringen könnt mit Pix4D? Wie könnt ihr das Projekt voranbringen? Was ist so deine Vision da? Ja, für mich ist es ganz wichtig, dass die Benutzer sozusagen ein gutes Produkt haben, das auch gutes Support hat, dass wir sozusagen sicherstellen, dass Leute das nutzen und nicht einfach kaufen und dann in die Ecke stellen, sondern dass es halt wirklich täglich benutzt wird. Da arbeiten wir wirklich ziemlich gut zusammen. Die Teams sprechen miteinander und machen den gemeinschaftlichen Support und auch im Sales-Bereich arbeiten wir zusammen, Marketing. Obwohl wir dann natürlich im Sales- und Marketing-Bereich viel mehr jetzt aktiv werden weltweit. Aber
Wie gesagt, wir sind hier mit dem Produkt erst am Anfang. Wir haben RTK-genaue Fotos von dem System. Wir haben Passpunkte, wir haben andere Funktionen, die hier möglich sind. Wir haben sozusagen einen Upload zum Cloud-System, einer Plattform, wo sozusagen die Prozessierung automatisch funktioniert, und dann müsste sozusagen weitergehen, automatische Detektierung von bestimmten Metallstrukturen, wirklich die Generierung von BIM-Modellen auch weiter automatisieren. Vikram ist da auch arbeitet daran, und unsere Software ist auch so konzipiert, dass andere Leute ziemlich einfach da Module dran schrauben können, damit die Fotogrammetrie läuft, damit die Laserdaten damit verwendet werden, die Punktewolke generieren, und dann kann man sozusagen ein Modul machen, was die Information schon verwendet, um dann, was weiß ich, Straßenmarkierungen zu detektieren oder Rohrleitungen zu detektieren und dann halt wirklich ein CAD- oder BIM-Modell davon zu machen. Also da wollen wir auch weiter zusammenarbeiten, dass wir sozusagen dieses System auch als eine Lösung sehen und nicht nur als als ein Stück Hardware. Also Einzelstück Produkt, sondern wirklich als ein Teil von einem System von gemeinsamen Entwicklung. Und auch diese gemeinsame Entwicklung, ich meine, wir haben über das Thema gesprochen, du hast das Smart Documentation genannt, das ist so ein Begriff, der, glaube ich, der für dich ganz wichtig ist. Kannst du noch ein bisschen erklären, wo du in der Zukunft so diese strategische Partnerschaft auch siehst? Ja klar, also Smart Documentation ist für uns einfach der Begriff der Einfachheit und auch der Komplexität, einfach so ein bisschen Einhalt zu gebieten draußen auf den Baustellen und das Ganze aber tatsächlich auch dann nachher auch in der Komplettheit zu machen. Stichwort wäre dann da an der Stelle einfach auch lückenlose Dokumentation, werden wir nicht hinkriegen, aber wir kommen da einfach einen ganzen Schritt näher. Auch Transparenz ist ein großes Thema. Und das erleben wir auch jetzt auf unseren Baustellen, die wir haben, wo wir das Ganze einsetzen, dass einfach Sachen auffallen, die vorher nicht aufgefallen wären, die sehr, sehr wichtig sind. Teilweise geht es um Arbeitsschutz oder eben aber auch dann um Thema Abrechnungen und so weiter, wo es einfach auch wichtig ist, da entsprechend die Daten zu erfassen. Und das ist für uns eben auch der Ansatzpunkt, um weiterzugehen. Automatisierung ist ein Stichwort einfach auch, wo wir schon seit längerem dran arbeiten, an verschiedenen Punkten. Das fiel bei uns jetzt erstmal über das Thema Drohne machen, weil das einfach für uns auch im täglichen Doing wichtig war. Und jetzt transportieren wir diese Erkenntnisse natürlich auch alle in die Modelle dann, die entstehen, und Datensätze, die entstehen mit Vidog, um so eben alles noch einfacher, noch schneller machen zu können und eben auch noch transparenter. Und das wird sicher ein großes Thema sein. Auch wir sind unterwegs im KI-Bereich, bildbasierte KI, Erkennung von Objekten, Schäden, solche Sachen sind ein Thema. Und da gibt es sicher auch Synergien, die man da nutzen kann und gemeinsam dann auch weitergehen kann. Und da wird der Weg noch lange sein, vielleicht auch steinig sein, aber es funktioniert trotz allem auch schon sehr, sehr viel. Das muss man ganz klar sagen. Wir setzen es mittlerweile auch in der täglichen Praxis in bestimmten Use Cases auch ein. Ja, das will ich auch nochmal betonen. Das liegt jetzt so, da gibt es sozusagen viel in der Zukunft. Mit dem, was wir heute kaufen können, haben wir schon ein System, was kann man arbeiten. Ziemlich viel eigentlich schon macht. Also es ist schon klar, Vidog ist jetzt verfügbar und kann jetzt auch genutzt werden und wird ja auch schon auf großen Baustellen benutzt. Ja, Vidog wird ein Enabler. Ein Enabler eben genau für diese Art der Dokumentation. Ihr macht die Future of BIM macht ihr sozusagen möglich. Sidon, du hast ja schon in den 90er Jahren Visionen entwickelt, die zu tollen Sachen geführt sind. Jetzt geht es weiter. Ihr habt Pix4D auch einen Partner, den ihr exklusiv für den internationalen Vertrieb diese strategische Partnerschaft abgeschlossen habt. Aber es ist ja euer Wunschpartner gewesen. Ja, es kann keinen besseren geben. Pix4D ist Weltmarktführer im Bereich der Bilddigitalisierung, hat über 50.000 Benutzer. Und wenn ich das von gestern Abend, von unserem Talk aufgreifen darf, was Christoph gesagt hat, da war seine Aussage, dass er denkt, dass etwa 100 Mal mehr Punktwolken erstellt werden mit Vidog denn mit Drohnen. Und das ist eine Hausnummer. Also es ist jetzt schon
Die Kurve hat schon die richtige Richtung eingenommen, sage ich mal, wo man sagen kann, das fühlt sich gut an. Bei mir fühlt sich auch gut an, dass wir relativ gut in der Zeit geblieben sind, habe ich festgestellt. Also wir sind ganz schön gut auf den Punkt gekommen. Meine Regisseurin wird mich loben, hoffe ich mal. Ja, wir haben uns angeschaut, das Big Picture des Marktes, das Potenzial abgeschätzt. Wir haben über die Vision gesprochen, die ihr ganz früh hattet, also von Krauchenwies bis hin dann jetzt nach Shanghai und San Francisco vielleicht oder nach Tokio. Die haben die Story uns angehört, eine faszinierende Gründer-Unternehmer-Story, die meiner Meinung nach, ich habe das Gefühl, jetzt erst so. Eigentlich sind bis jetzt ist fast nur die Vorgeschichte geschrieben. Die richtige Geschichte beginnt jetzt mit diesem Launch und mit dieser Partnerschaft. Und wir haben dann sehr viel über die Anwendung auch gelernt. Ich denke, da wird es nachher noch ein paar Fragen geben. Wir gucken mal, vielleicht 2, 3 noch gleich zu beantworten. Ich will von euch nochmal so wissen, jetzt spontan so aus dem Moment heraus, wir haben es wirklich nicht so genau abgesprochen, was ihr jetzt sagt. Was liegt euch besonders auf der Seele? Was sind die Sachen, die ihr aus diesem Gespräch auch mitgenommen habt, wenn ihr jetzt an die gemeinsame Zukunft von Vigram und Pix4D denkt? Christoph, stell dir vor, es wäre in 5 Jahren oder so. Boah, ich arbeite im Bereich Fotogrammetrie schon wirklich lange. Es ist wirklich mein Leben, es ist mein Herz. Ich habe irgendwie die Vision, dass so wie wir Menschen die Augen wirklich sehr, sehr viel benutzen, dass jeder im professionellen Leben auch solche Geräte mehr benutzt. Und ich bin absolut begeistert, dass wir jetzt das System haben, dass es funktioniert und dass wir sozusagen Werte generieren, dass wir Einsparungen können. Auch ökologisch gesehen finde ich das auch wirklich ein interessantes Produkt. Ist ja auch immer sozusagen wichtig, dass wir sozusagen Wastage sozusagen reduzieren. Und das ist auch gut für die Umwelt. Und Dokumentation wird auch dazu führen, dass wir weniger fliegen müssen, dass wir sozusagen, wie auch schon erwähnt wurde, eine Baustelle von wo ganz anders sozusagen steuern können, dass wir sozusagen bestimmte Sachen approven können. Wir haben ja auch sozusagen eine Krankamera. Da gibt es auch Interesse jetzt mit Covid, einfach nicht mehr so viel vor Ort zu sein. Und da ist natürlich auch Digitalisierung, Digital Twin auch ein Thema hier, sehr wichtig und bin absolut begeistert, dass wir das jetzt sozusagen auch in der kurzen Zeit, in Covid-Zeit sozusagen zusammen geschafft hat. Ja, super. Das lässt hoffen für die Zukunft. Nico, was ist denn dein spontaner Gedanke, den du jetzt hast? Was gibst du uns mit? Was gibst du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit? Mein Little Picture. Also ich sehe das Ganze tatsächlich an der Stelle so. Wir haben so ein paar Ideen und ich bin der Meinung, dass wir in 5 Jahren an der Stelle stehen, wo auf einer Baustelle deutlich mehr wie ein Gerät rumrennen sollte und auch wird, nämlich viel, viel mehr untereinander synchronisiert, Arbeitsprozesse optimieren und genau das stelle ich mir vor, in Kombination aber auch natürlich mit anderen Technologien. Wir schaffen wichtige Sachen heute hier nicht ab, wollen wir auch gar nicht, aber wir haben hier ein perfektes Ergänzungsprodukt aus unserer Sicht geschaffen, um das Thema Dokumentation und gewisse Teile der Vermessung einfach mit abdecken zu können und das wird aus meiner Sicht auf jeden Fall so ein bisschen ein Gamechanger werden in der ganzen Geschichte der Baustellendokumentation. Sidon, dann hast du jetzt sozusagen das Schlusswort. Ja, da gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich bin der Meinung, es wird in der Zukunft zuerst digital gebaut und dann vor Ort. Und da wird Vidoc seinen Beitrag leisten in der S-Bild-Dokumentation, dass permanent Soll-Ist-Vergleich gemacht werden. Und wir werden, da sind wir auch schon dran, KI integrieren, Augmented und Virtual Reality, sodass die Fehlerwahrscheinlichkeit sich deutlich reduzieren wird. Aber auch über die KI irgendwann Prognosen erstellt werden, Sanierungspläne. Also das Bauen wird sich verändern. Ja. Ich könnte noch stundenlang weiterfragen. Wir haben tatsächlich noch ein bisschen Zeit, auf Fragen einzugehen. Ich möchte mich aber jetzt schon mal bei euch bedanken für eure ganze Expertise, für eure auch persönlichen Einschätzungen, für die guten Stories, die wir gehört haben. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich liebe ja Gründergeschichten, ich liebe Unternehmergeschichten und ich finde es sensationell, dass sowas in Baden-Württemberg in Krauchenwies,
von Krauchenwies in die ganze Welt hinauskommt, diese Ideen. Vielen Dank bis hierhin und wir wollen mal schauen, im Chat gab es noch ein, zwei Fragen. Und die erste, wir müssen dann selber sagen, wer die am besten beantworten kann, das weiß ich gar nicht genau. Da steht, das erste ist, welche IP-Klasse und Drop? Ist immer, wenn man aus dem Chat Fragen vorliest, dann weiß man manchmal, versteht man die Frage gar nicht, dann müsst ihr das sagen, aber ihr könnt es vielleicht einordnen. Also ich kann es gerade nicht einordnen, Sie dann durch. Aha, ja, dann müssen wir da nochmal... Ich denke, den dritten Punkt könntet ihr vielleicht. Ja, Dann lese ich die Welche dritte Frage mal vor. Korrekturdaten? Welche Korrekturdienstdaten, heißt das, werden genutzt? Gibt es die Möglichkeit der Koordinatentransformation? Also grundsätzlich ist es so, dass wir letzten Endes in unseren Apps direkt bieten wir einen Service an zur Miete. Der basiert auf VHS Now und muss aber so in der Form natürlich auch nicht angewendet werden. Das kann jeder seinen eigenen bringen erstmal. Man muss da ein bisschen gucken. Manche Anbieter sind ein bisschen restriktiver mit ihren Einstellungen. Da muss man mit denen reden, aber viele, so die typischen wie Sapos und Co., die gehen da alle automatisch rein, funktionieren auch entsprechend. Koordinatentransformation ist grundsätzlich mal momentan schon möglich, allerdings nur im Bereich UTM zu GK und andersrum. Da arbeiten wir eben letztlich auch an der Ecke deutlich dran, noch mehr zu machen. Das wird sich dann aber auch über die nächste Zeit dann weisen. Also momentan sind wir auf GK und UTM jetzt fixiert, um die Baustellen damit abdecken zu können. Ich kann jederzeit bei uns in den Apps mit lokalen Systemen arbeiten, völlig egal, was für ein Koordinatensystem vorliegt. Ich brauche nur bekannte Punkte und kann mich dann jederzeit überall einmessen. Also das ist so, sagen wir mal noch, wie man das umgehen kann. Ja, alles klar. Das ist jetzt schon echt, das ist schon für die Fachleute jetzt hier. Ja, Es gibt noch eine Frage, ihr könnt die ja selber, also ihr seht hier gegenüber den Monitor, ist ja alles ganz transparent hier. Ihr sucht euch mal eine Frage aus. Wir haben 2 Stück, dürfen wir noch machen, habe ich gerade von der Regie erfahren. Ich nehme vielleicht mal eine. ist doch. Werden die RTK-Infos direkt in die Metadaten der Bilder geschrieben? Ja, das werden die. In Pix4D Catch schreiben wir die RTK-Daten rein, zusammen auch mit der Genauigkeit, weil die natürlich sich auch verändern kann, auch zusammen mit den Winkeln der Kamera von der IMU. Das wird gemacht. Nochmal eine Frage war auch über Koordinatentransformation. Dadurch, dass diese Daten natürlich vorhanden sind, gibt es auch die Möglichkeit, dass Benutzer natürlich den Pfeil mit den Koordinaten sozusagen selber transferieren können und dann in Pix4D Mapper zum Beispiel prozessieren können in ihrem Koordinatensystem. Das ist sozusagen die Surveying-Variante. Wir arbeiten auch dran, dass wir sozusagen Koordinatentransformationen in unserem Cloud-System selber definieren kann, sodass Benutzer wirklich in ihrem Koordinatensystem auch die Resultate kriegen und dann auch vergleichen können mit anderen Daten, die sie in dem Koordinatensystem haben. Ja, dann ist eine Frage, Unabhängigkeit von Apple, wird es Android-Unterstützung geben? Es gibt eine Android-App als Beta-Version. Das Problem bei Android sind einfach die Sensordaten, die sind so schlecht, dass wir hier nicht auf die volle Unterstützung des Smartphones zugreifen können. Und es gibt kein LiDAR. Also im Moment ist die Qualität von Apple schon herausragend. Wir werden eine Android-App demnächst rausbringen, aber die hat begrenzte Möglichkeiten. Okay. Genauigkeit ohne Passpunkte, nochmal will ich auch nochmal advertisen, dass wir sozusagen natürlich geguckt haben, wie sind die Genauigkeiten, wenn wir sozusagen die RTK-Daten aus den Bildern, die VDOC generiert, in der Fotogrammetrie mit unabhängigen Passpunkten vergleichen. Wir haben da gerade ein Paper rausgeschrieben, wo wir mit mehreren Messungen an 3 verschiedenen Orten das mal testen. Das hat eigentlich wirklich Resultate gegeben, die mich auch sozusagen sehr confident gemacht haben, dass wir hier mit der Partnerschaft auch kein Risiko eingehen und zu viel versprechen. Das ist ja auch immer wichtig. Ja, das funktioniert am Ende. Das bin jetzt wirklich auch selber, habe auch selber getestet, ziemlich confident, dass wir normalerweise im 2 cm Bereich mit diesem System wirklich liegen.
Gut, ich glaube, wir können nicht mehr alle Fragen jetzt beantworten, aber viele haben wir jetzt beantwortet. Die restlichen gibt es dann bei Vigram auf der Webseite im Vigram Newsletter, weil man sich da natürlich sinnvollerweise anmelden sollte, wenn man sich für das Thema VDoc interessiert, oder eben auch bei Pix4D. Die haben auf ihrer Seite pix4d.com, also pix4d.com, ein Forum, ein Community-Forum, wo also diese vielen Tausenden, Zehntausenden Nutzer dort schon aktiv sich gegenseitig helfen, und da werden wir natürlich auch die VDoc-Fragen irgendwie in einem bestimmten Segment zugänglich machen. So, und damit würde ich sagen, sind wir so am Ende angelangt. Ich bedanke mich nochmal vielmals bei Sidon, Nikolai und Christoph. Es war mir echt ein Vergnügen. Ich habe natürlich wieder wahnsinnig viel gelernt. Das ist das Schöne am Beruf. Für mich machen sich neue Welten auf. Ich habe letztens über Brand 1 auch einen Artikel übrigens gelesen über die Digitalisierung der Bauwirtschaft, ganz interessant, auch über Apps. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch eine gute Adresse wäre, dort was zu platzieren, also weil das wirklich ein faszinierendes Startup ist und eine tolle Sache, was möglich gemacht wurde von euch. Ich wünsche euch ganz viel Glück für die Zukunft natürlich, und ich denke, wenn wir uns in 2, 3 Jahren wiedersehen, hoffe ich, dass wir dann schon ganz andere News wieder zu verkünden haben. Natürlich eine weitere Erfolgsstory, aber wahrscheinlich auch viele Überraschungen. Und es sollen hoffentlich lauter positive sein. An alle draußen sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Fragen eben an die besagten E-Mail-Adressen. Man findet das alles wunderbar im Netz, auch bei LinkedIn, auf den Social Media gibt es VDoc schon entsprechend präsentiert. Und ja, wie gesagt, die Fragen können natürlich auch später noch gestellt werden. Auch die 3 Herren sind natürlich erreichbar. Das ist ja heutzutage nicht mehr so schwer. Ich sage vielen Dank auch nochmal, letztes Dankeschön an das ganze Team, was es hier möglich gemacht hat in unserem Studio für diesen Launch-Event, Mama Gamma Licht und Ton und die Cinegrapher Film Productions und natürlich meine liebe Regisseurin Moana Heist. Vielen Dank, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Ihnen viel Erfolg und immer glückliches und Gutes vermessen und dokumentieren. Tschüss.